800 Volt, 12 Minuten von 10 auf 80%, knapp 500 PS. Smart haut mit dem Facelift vom #One ordentlich auf die Kacke. Dabei wird der gar nicht mal so viel teurer. Los geht's! Der überarbeitete Smart #One, ein elektrischer Crossover von Geely und Mercedes-Benz, kommt mit einem 800 Volt Hochvoltsystem und einer Ladezeit von 12 Minuten von 10 auf 80% nach China. Der Marktstart ist für den 6. August geplant. Der Smart #One wurde 2022 in China eingeführt. Dieses Modell basiert auf der von Geely entwickelten modularen Architektur und wird im Reich der Mitte gefertigt. Mercedes-Benz war lediglich für das Design des Smart #One verantwortlich. Die erste Version dieses Modells war mit einem 400 Volt System erhältlich. Der Akku konnte in 30 Minuten von 10 auf 80% geladen werden. Wie bereits erwähnt, wird das neue Modell am 6. August in China eingeführt, um die Marktpräsenz zu steigern. Laut China EV Data Tracker lieferte Smart von Januar bis Juni 2026 in China 5.350 Einheiten des #One aus, ein Rückgang von 47,6% im Vergleich zum Vorjahr. Von außen bleibt der Smart #One seiner charakteristischen, rundlichen Designsprache treu, zeigt aber im Detail feine Korrekturen. Die Türgriffe wurden ergonomisch optimiert, es gibt neue aerodynamische Felgendesigns und elegante Lacke wie Blaugold oder Weißgold, die dem Wagen einen eleganten Touch verleihen sollen. Am Heck fällt außerdem der leicht modifizierte Dachspoiler auf, in den nun eine zusätzliche hochauflösende Kamera integriert ist. Bisher dominierte ein 12,8 Zoll Bildschirm die Mittelkonsole. Schön, aber für 2026 nicht mehr spektakulär genug. Deshalb fliegt das alte Display raus und wird durch einen gewaltigen 15,4 Zoll Touchscreen mit gestochen scharfer 2,5K Auflösung ersetzt. Damit das Ganze auch ruckelfrei läuft, arbeitet unter der Haube der Infotainment-Einheit ein neuer High-End-Prozessor, der Longying 6P-Chip im modernen 4-Nanometer-Verfahren. Auch der KI-Assistent auf dem Schirm wurde komplett überarbeitet und versteht Sprachbefehle jetzt noch natürlicher. Smart verabschiedet sich außerdem in den höheren Ausstattungslinien vom bisherigen Beats Soundsystem. Stattdessen zieht eine High-End-Anlage der Audiospezialisten von Sennheiser ein. 13 Lautsprecher, exakt im Raum austariert, mit einer Systemleistung von satten 640 Watt. Zusammen mit dem neuen 256 Farben Ambiente-Licht und neuen edlen Farbwelten wie Galactic Green wirkt das Interieur noch einmal deutlich hochwertiger. Der Smart #One bleibt weiterhin ein kompakter Crossover mit Abmessungen von 4,27 Meter in der Länge, 1,82 Meter in der Breite und 1,63 Meter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2,75 Meter. Langsam war der normale Smart #One mit seinen bisherigen 272 PS am Heck nun wirklich nicht. Doch die Ingenieure legten noch eine Schippe drauf. Der neue Heckmotor leistet in der überarbeiteten Version satte 333 PS. Zwar soll es für bestimmte Einstiegsvarianten im Portfolio noch eine etwas effizientere Version mit rund 238 PS geben, aber der Standard-Hecktriebler wird spürbar kräftiger. Und dann ist da ja noch der Brabus. Wer dachte, dass 428 PS in einem kompakten Crossover das Ende der Fahnenstange sind, wird jetzt eines Besseren belehrt. Der neue Smart #One Brabus schiebt künftig mit unfassbaren 496 PS über alle 4 Räder an. Wir reden hier dann von einer Beschleunigung auf 100 km/h, die flach im 3-Sekunden-Bereich landen dürfte. Das ist kein Alltagscrossover mehr, das ist eine Ansage. Bis dato war der #One mit seiner 400 Volt Architektur durchaus solide unterwegs. Um die 30 Minuten von 10 auf 80% waren völlig marktüblich. Aber das Modelljahr 2026 wischt diesen Standard einfach vom Tisch. Durch den Wechsel auf die moderne 800 Volt Plattform katapultiert sich der #One direkt in die Liga von Oberklasse-Stromern wie dem Porsche Taycan oder Hyundai Ioniq 5. Aber was heißt das konkret an der Schnellladesäule? Der Akku mit seinen knapp 61,5 Kilowattstunden Kapazität ballert im Peak mit bis zu 250 Kilowatt Ladeleistung durch das Kabel. Selbst im Schnitt liegt die Ladeleistung über dem gesamten Prozess bei beeindruckenden 215 Kilowatt. Der klassische Ladehub von 10 auf 80% ist in gerade einmal 12 Minuten erledigt. Die Zeiten, in denen man an der Ladesäule Däumchen drehen musste, sind bei diesem Fahrzeug endgültig vorbei. Ein weiterer Vorteil des Smart #One ist der von Geely selbst entwickelte 16:1 Elektroantrieb mit einem Wirkungsgrad von 93,8%.
Diese Einheit integriert 12 Hardware- und 4 Softwarekomponenten. Die Hochspannungsverkabelung des Antriebs wurde um 30% reduziert. Die Gesamthöhe des Antriebs beträgt weniger als 325 mm. Der Elektromotor liefert eine Spitzenleistung von 245 kW oder 329 PS. Geely-Vertreter hatten zuvor bekannt gegeben, dass die Limousine Galaxy TT und der Fastback-SUV Lynk & Co. 20 denselben Elektromotor verwenden. Eine weitere Verbesserung des Smart #One ist das LiDAR-basierte Fahrassistenzsystem GASD D-Pilot H5. Es besteht aus 31 Sensoren und einem einzelnen Nvidia Orin Y-Chip mit einer Rechenleistung von 200 TOPS. Dank dieser Hardware unterstützt der aktualisierte Smart #One die Funktion Navigate on Autopilot auf Stadtstraßen und Autobahnen. In China läuft das Update aktuell bereits an. Zu uns nach Europa und Deutschland rollen die ersten überarbeiteten Modelle im Laufe des Jahres 2026. Das volle Technikpaket samt der tiefgreifenden 800-Volt-Umstellung wird dann voraussichtlich Ende 2026 bzw. zum Modelljahr 2027 bei den Händlern stehen. Für die überarbeitete Modellpflege 2627 gibt es aktuell noch keine offiziellen Europreise für den deutschen Markt. Anhand der chinesischen Vorabpreise sowie der bisherigen Preisstruktur des Smart #One in Deutschland lässt sich die preisliche Einordnung jedoch recht genau abschätzen. Bisher kosten die Pure- und Pro-Modelle ab 36.999 bis 39.490 €. Das neue Facelift könnte dann ab 37.500 bis 40.000 € starten. Die Pro Plus und Premium-Varianten sollen dann 46.000 bis 49.500 € kosten, statt wie bisher 44.500 bis 48.000 €. Das Brabus-Modell kann man aktuell ab etwa 53.490 € haben. Das Facelift wird wohl um die 55.000 bis 57.000 € kosten. Was haltet ihr von den neuen Updates vom Smart #One? Sagt es mir in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!